Genau heute vor einem Jahr, am 5. Oktober 2019, bin ich nach 32 Tagen und 800 Kilometern in Santiago de Compostela eingelaufen. Ich kann Santiago sehen. Oh, es ist echt ein irres Gefühl. Ich kann es echt nicht glauben. Es ist so unfassbar. Und es ist echt ein krasses Gefühl, jetzt hier runter zu gehen in die Stadt. Meine Güte, 800 Kilometer. Der Weg war zu Ende, doch der Camino lebt in mir weiter. Was ich auf den 800 Kilometern und in dem Jahr darauf gelernt habe, lasse ich mit euch heute Revue passieren. Manchmal sollte man seinem Bauchgefühl folgen. Ursprünglich hatte ich geplant, den Camino Frances im Mai 2020 zu gehen. Doch irgendetwas rufte und zwirbelte in mir, dass ich das früher machen sollte. Und so plante ich meinen Camino relativ spontan, um mich dann im September 2019 auf den Weg zu machen. Das war natürlich eine super Entscheidung im Nachhinein, denn dann folgte ja im März 2020 die Pandemie und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann nicht hätte den Camino laufen können. Und so bin ich im Nachhinein unfassbar froh, dass ich dem Bauchgefühl gefolgt bin und mich etwas früher aufgemacht habe. Das ist mir auf jeden Fall eine Lektion gewesen, denn manchmal sollte man die Dinge da tun, denn man weiß nie, was passieren wird. Unser Körper kann viel mehr, als man denkt. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich in der ersten Woche machen konnte, denn in der ersten Woche, da musste man sich natürlich erstmal an das Gehen gewöhnen und mit den Kilos im Rucksack. Es war auf jeden Fall anstrengend. Ich hatte mehrere Blasen in der ersten Woche. Aber es war wie ein Wunder, denn abends war ich total fertig und habe mir die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das am nächsten Tag schaffen, so viele Kilometer wieder zu gehen? Und dann bin ich aufgewacht und mir ging es ziemlich gut immer am nächsten Morgen. Und das hat mich fasziniert, dass der Körper sich so schnell erholen konnte nach so einem Tag. Es kommt anders, als man denkt. Natürlich habe ich auch in den Wochen und Monaten vorher viel recherchiert, viele Videos geschaut, Bücher gelesen und hatte dann natürlich meine Vorstellungen, wie wohl mein Camino so werden könnte und was ich dort erleben möchte und sollte. Und das kam natürlich alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und dazu passt auch der nächste Punkt. Denn der Camino gibt dir nicht, was du möchtest, sondern was du brauchst. Ich bin auf den Jakobsweg mit einer spezifischen Intention, einem Anliegen, einer alten Wunde, die ich dort heilen wollte. Und in meiner Vorstellung habe ich immer gedacht, ich reflektiere darüber, ich spreche mit anderen darüber. Was ich aber nicht gedacht habe, ist, dass genau diese Wunde getriggert werden würde. Das hat mir auf dem Camino große Schmerzen bereitet, teilweise. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum das so sein sollte. Und ich hatte teilweise auch richtig Wut auf den Jakobsweg. Im Nachhinein muss ich aber sagen, das war das Beste, was mir hätte passieren können, denn genau dadurch konnte ich diese Wunde heilen. Tag 5 ist angebrochen auf dem Weg nach Estella von Punta la Arenas und es ist ein wunderschöner Morgen und Folgendes ist der Fall.
Was ich wirklich brauche. Materialismus, Eitelkeit, das sind die Dinge, die auf dem Camino wenig Platz haben. Und das ist auch etwas, was ich mit in meinen Alltag nach dem Camino integrieren konnte. Mir wurde klar, dass ich viel zu viel Zeug habe, viel zu viel Kram kaufe und dass ich das alles überhaupt nicht brauche. Was ich wirklich brauche, sind ein Bett, eine Dusche, saubere Sachen, etwas zu essen. Und das ist das wahre Glück, zusammen mit den Erfahrungen, die man im Alltag macht mit den anderen Menschen. Alles andere macht nicht wirklich zufrieden und glücklich. Und so gehe ich viel bewusster heute einkaufen und auch viel bewusster mit meinen Sachen um, die ich habe. Detailverliebt. Vor dem Camino und auch auf dem Camino leider selbst teilweise sind viele Dinge an mir einfach vorbeigezogen. Und im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen darüber, dass ich mir nicht genauer die Sachen auf dem Camino teilweise angeschaut habe. Dafür hole ich das aber jetzt zu Hause im Alltag nach. Ich gehe unglaublich gerne einfach von Ort zu Fuß und schaue mir alles, was ich so sehe, auf dem Weg an. Und das ist etwas, was mich ganz glücklich und zufrieden macht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt und kann es überhaupt nicht genau erklären, aber das ist mittlerweile eine richtige Leidenschaft von mir geworden, durch die Gegend zu laufen und mir einfach alles genau anzuschauen. Und guck, ein Live-Video, also ich nehme das jetzt gerade auf, hier latschst du halt die ganze Zeit so durch die Gegend. Jetzt bin ich gerade wirklich mal ein bisschen alleine. Hallo Libi, ich dachte, ich schicke dir mal ein Live-Video, wie ich hier hochkraxel. Also beziehungsweise jetzt gleich geht die große Steigung los zum Cruz de Ferrer. Aber ich schlafe eigentlich noch eine Nacht vorher in einem Ort und wollten dann zum Sonnenaufgang da hoch. Lege den Fokus auf die Menschen, die dir gut tun. Das ist etwas, wofür ich 40 Jahre alt werden musste und den Jakobsweg laufen musste, um das zu verstehen. Ich habe oft in meinem Leben mich auf die Menschen konzentriert, die mir nicht gut tun oder mit denen es schwieriger ist. Irgendwie wollte ich anscheinend immer einen Kampf kämpfen und es durfte nicht einfach und nett und lustig sein, sondern musste anstrengend sein. Und das ist etwas, was ich intensiv auf dem Jakobsweg gelernt habe und auch nach dem Jakobsweg knallhart umsetze. Ich konzentriere mich auf die Lieben, wovon ich sehr viele um mich habe, die mir gut tun. Und ich habe aufgehört zu kämpfen für die, die es nicht tun. Saria. Heute. Der Camino ist heilsam. Ich bin im Anschluss an den Camino Frances auch in Deutschland den Eifel-Camino gelaufen und den Mosel-Camino. Und ich muss sagen, teilweise sind die Deutschen landschaftlich echt schöner. Und trotzdem, auch wenn man auf dem Camino Frances einige Zeit auf Straßen geht und nicht unbedingt immer alles eine Augenweide ist, dieser Weg ist etwas Besonderes, der macht etwas mit einem. Es passieren Dinge, die sind kein Zufall. Und das hat auch definitiv nochmal einige Anregungen für mich und mein Glauben, spirituelles Dasein nochmal neue Fragen aufgeworfen, durch die ich mich aktuell immer noch durcharbeite und immer noch nicht genau weiß, wie ich das alles für mich definieren soll. So, guten Morgen. Dann gebe ich jetzt mal ein Live-Update hier per Video. 10 Kilometer vor Santiago. Ich werde auch echt emotional langsam. Noch 5 Kilometer. Wer weiß, vielleicht kann ich dazu mehr in einem Jahr sagen, denn der Camino arbeitet ja weiter in mir und wer weiß, welche Erkenntnisse ich alles noch so erfahren werde. Und ein weiteres Update. Ich kann Santiago sehen. Oh, es ist echt ein irres Gefühl. Ich kann es echt nicht glauben. So unfassbar.
Und es ist echt ein krasses Gefühl, jetzt hier runterzugehen in die Stadt. Meine Güte, 800 Kilometer. Die Ankunft in Santiago de Compostela, aber auch jeder einzelne Kilometer, jeder Mensch, den ich dort getroffen habe, alles begleitet mich jeden Tag und ist ein Weg, den ich nicht missen möchte.